Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich wünsche euch einen super schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt bisher eine super schöne Zeit mit eurer Familie gehabt, habt sie genießen können, habt ein schönes Zusammensein und ein schönes Essen, vielleicht auch das ein oder andere Geschenk bekommen. Und ja, für uns geht es heute wieder rein in die abenteuerlustige Welt von SF Game, denn es gibt wieder ein bisschen was zu berichten. Und zwar hatte ich ja letztes Mal auch gerade gezeigt, die Nachteule hatte ja in der Schattenwelt wirklich extrem Dominanz gezeigt und das bricht tatsächlich dieses Jahr noch nicht ab. Da erwartet uns noch der ein oder andere Banger auf jeden Fall. Und ja, wir haben auch hier neue tägliche Aufgaben tatsächlich, die können wir heute auch direkt eigentlich mal hier nehmen und beenden. Ja, machen wir hier nochmal zack, 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 so. Also ist eigentlich auch relativ easy, muss ich sagen. Boom, extra Bier heute erhalten, sehr schöne Sache. Nice. Und damit können wir auch heute 12 Biere trinken. Das ist natürlich Schmackofatz. Da kippen wir uns ordentlich einen rein. Da wird sich hier ordentlich einer in die Rüstung gerömert. Da wird sich hier aber sowas von einer reingestellt. So muss ich das auch gehören. Mal hier so ein bisschen zu Weihnachten. Ein bisschen auch mal die sinnlichen Weihnachten feiern. Nicht nur die besinnlichen, sondern auch mal die sinnlichen Weihnachten hier. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wollte ich euch zeigen, und zwar die Nachteule hatte wieder ein paar Erfolge gefeiert. Er ist wieder der Erste, er ist der Vorreiter, ja, der hier am weitesten im Dungeon ist. Hier, es geht um die Monstergrotte natürlich. Ich bin hier auf der 4 von 10 und den Gegner, den er jetzt wieder besiegt hatte, ist die 8 von 10. Ne? Also das ist auf jeden Fall Chapeau, herzlichen Glückwunsch da in die Richtung, also wirklich extrem krass, was er hier auf die Beine stellt. Leider habe ich diesmal kein Video dazu, sondern nur ein Bild. Es ist ja ein bisschen schade, aber natürlich reicht das natürlich auch hier, um euch zu zeigen. Klar, da ist auf jeden Fall Fortschritt und es geht sogar noch weiter. Ich habe 2 Screenshots, ja. Der nächste Gegner ist sogar auch in relativ machbarer Reichweite, wie wir hier sehen, und zwar ist das die 9 von 10 und das ist die wütende Riesenechse. Ich denke mal, ja, es ist ein Krieger, die wird wahrscheinlich vielleicht auch eventuell sehr bald liegen. Und da bin ich gespannt drauf, wie das Ganze hier oder wann das Ganze passieren wird. Hat hier fast 25 Milliarden Leben der Gegner, also ist auf jeden Fall eine Ansage. Und danach ist er auch schon beim Endboss, beim Berliner Szenemonster. Ja, so heißt der Gegner, der letzte Gegner, der ihn erwartet hier in der Monstergrotte. Ja, so eine Anlehnung, glaube ich, an, ja, wen war das hier? Ne? An wer ist er denn jetzt nochmal? Nicht der Lichter, sondern der nicht, ja, hier der bei Bares für Rares hier mitmacht, ne? Ja, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine, das ist halt das Berliner Szenemonster, ne? Ganz klar. Ja, und genau, der ist hier der Endboss, soll zumindest so aussehen. Und danach, oh mein Gott, was hat Marquardt hier denn für einen Schaden rausgehauen? Der Try sieht sogar realistisch aus, wenn jetzt die Kunigunde noch ein bisschen mitmacht. Wenn die jetzt noch ein paar Mal ausweicht. Also ich nutze nicht diese Tranktaktik, die hier zum Beispiel Nachteule verwendet. Könnte man drüber nachdenken, aber bevor man das machen würde, würde man wahrscheinlich erstmal mir empfehlen, meinen eigenen Chart zu optimieren, weil der natürlich auch sehr doll hinterher hinkt und deswegen, ja, ist das dann vielleicht erstmal besser, wenn ich da ansetzen sollte. Also bei mir brauche ich noch nicht von Optimierungen reden. Da ja, ist vorne und hinten noch einiges rauszuholen, deswegen lassen wir das mal lieber sein und gucken mal, boah, hier Marquardt hier sehr guten Schaden rausgehauen. Das wollte ich mir eigentlich anschauen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es war ja auch schon bei uns letztes Weihnachten so gewesen, in der Gilde Celtic, und auf W27 war es auch so gewesen. Wir haben ja Winterpause, was die Gildenkämpfe angeht. Auf neueren Servern ist das wahrscheinlich nicht so ein Ding, muss ich sagen, weil die wollen alle auf Krampf auf die ersten Plätze und hier so ein Zack und so, ne? Und wenn die ersten 50 Raids vorbei sind, ja, dann bringen die einen danach nicht mehr sehr viel. Und da geht es dann eher darum, die Ehre dann zu bekommen und die XP aus den Kämpfen dann halt und so. Und da wird halt auf jedes bisschen geachtet. Über Weihnachten ist jetzt bei uns tatsächlich Angriffspause. Das heißt, es ist ja Winterfrieden. Ich weiß nicht, ob ich die Mail noch habe hier irgendwo. Ich glaube hier.
Ja, im Rahmenprogramm über die Feiertage im Gegensatz zu 11 wird Weihnachtsfriede zumindest nach außen sichtbar sein. Okay, also wir werden auf jeden Fall, ne, wie gesagt, Winterpause machen hier oder machen es bereits schon. Also die Gilden untereinander greifen sich über Weihnachten nicht an. Ich finde das eine sehr schöne Tradition tatsächlich und ja, ich mache es auf W50 auch nicht, da machen wir es auch nicht, muss ich sagen. Ne? Aber ich finde es schön und ich würdige das auch auf jeden Fall. Und wie gesagt, dafür machen wir im Moment gerade Raids. Ja, hier Grüße an Kysuil. Ich brauchte einen Druiden heute in meiner Aufgabe. Genau, dafür machen wir hier die Raids. Das ist dann halt eben, also so, dass wir dann keinen Leerlauf haben. Ne? Also wir machen keine Gildenkämpfe, sondern wir machen dafür eben Raids. Ne? Die ersten 50 Raids bringen euch ja immer noch was, aber danach bringen sie halt nur noch ein bisschen XP, also nicht der Rede wert so wirklich. Und ja, meistens funktionieren die Raids dann so oder so nicht, weil man die nicht down bekommt. Aber wir haben jetzt so lange schon keine Raids mehr gemacht. Wir schauen einfach mal rein, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Wir haben hier den toten Baron als Gegner. Ich glaube, den hatten wir damals schon. Und ich glaube, wir kamen damals schon wirklich nicht an den vorbei. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ich habe nicht ganz genau nachverfolgt, ob wir jetzt schon den Gegner hier ein paar Mal versucht haben. Ich hatte jetzt einfach den ersten Kampf mal rausgesucht gehabt. Ich gucke mal gleich noch ein bisschen weiter runter in der Liste. Ja, ein Crit noch vielleicht noch. Jetzt noch ein Kriti? Na, kein Kriti. Schade. Aber es könnte vielleicht... mal schauen, es haben sich leider auch nicht ganz alle gemeldet. Oh, wir kriegen ihn aber. Tatsächlich haben wir ihn besiegt bekommen. Sehr schöne Sache. Ja, ich schaue noch mal ganz kurz hier. Haben wir hier... Ja, wir haben hier noch einen Gilden-Raid. Überspringen wir mal. Okay, da hatten wir auch den toten Baron. Da haben wir ihn tatsächlich nicht down bekommen. So wie es den Anschein macht, weil wir ihn ja jetzt erst down bekommen haben. Und ja, skippen wir mal durch. War knapp gewesen? Nö, gar nicht. Ja, also wir haben ja auf jeden Fall den 1-2 Mal probiert. Ja, einmal bisher, also beim zweiten Mal war er halt down. Schön, und jetzt sind wir hier beim Raid 116. Ne? Mal gucken, wie der aussehen wird. Werde ich euch, falls ich dran denke, euch auch auf jeden Fall mal zeigen. Weil ist auch immer ganz spannend, wie so diese Late-Game-Raids aussehen. Finde ich zumindest. Auch gerade von den allerstärksten Gilden der Welt würde mich mal auch interessieren, wie weit die jetzt im Moment gerade sind. Und wer die erste Gilde sein wird, die den allerletzten Raid dann auch besiegen wird. 150. Weil bisher ist es auch noch nicht passiert, dass irgendeine Gilde alle Raids geschafft hatte. Dafür sind die halt viel, viel, viel zu schwierig. Wie gesagt, bis 150 geht das Ganze. Und ja, das schaffen im Moment nicht mal die Top-Gilden, wo ich halt aber jetzt nicht ganz genau weiß, wo die jetzt gerade im Moment stehen. Deswegen, ja. Und ich bin auch mal sehr gespannt, es wird wahrscheinlich nach den Serverfusionen auch ein bisschen anders aussehen. Boah, wie viele Leute jetzt hier schon rumrennen mit Stufe 700, ne? In den Top-Rängen hier. Auch sehr interessant. Hier ist auch der Turor gerade auf Platz 5. Da können wir ja auch mal kurz mal reinschauen hier auf dem Fusionsserver. Ich hatte jetzt allerdings nicht mehr die Stats im Kopf, wie es vorm Legendary Dungeon gewesen ist. Wo ist denn hier der Turor jetzt hier schon wieder? Wo steckt der denn jetzt hier schon wieder? Ach, hier. Ja, also, ich glaube, so viel hat sich da jetzt gar nicht getan, ne? Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, was davor war, aber extrem krank ausgerastet ist er jetzt, glaube ich, nicht über den Legendary Dungeon. Das wollte ich ja auf jeden Fall noch beobachten, wie hier so sein Progress ist jetzt über die Tage. Ja, also unterm Strich, ich glaube, es ist einfach nur 3-Arc, der sich in Turor umbenannt hat und fährt hier halt seinen Playstyle so weiter, wie er bisher ja, das durchgehalten hat, denke ich mal. Zumal man auch sagen muss, nach einer Serverfusion hat man auch einen Versuch, sag ich mal, oder eine Möglichkeit, seinen Namen zu ändern, ne, falls es irgendwie Duplikate oder irgendwie sowas gibt. Und deswegen, ja, hat er vielleicht auch einfach das genutzt. Gehe ich mal einfach von aus. Ne? Weil vielleicht hätten wir sonst hier anderweitige Stat-Increases in der Zukunft gesehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ist nur so mein persönliches Empfinden, wie ich das gerade wahrnehme so. Ne? Kann natürlich auch anders sein. Am Ende des Tages weiß es niemand von uns genau. Aber es wäre auch wirklich, muss ich mal sagen, ziemlich riskant und dämlich, da irgendwie, ja, so seinen Account irgendwie, sag ich mal, zu verkaufen und da den Namen umzunennen in denjenigen. Ne? Also, ja, weiß ich nicht, macht jetzt nicht wirklich Sinn. Und gut, das können natürlich auch Alibi sein, dass er denn so rumrennt, aber der Turor, der Original-Turor, der hat ja auch einen Avatar,
Den wird er sich ja vielleicht dann auch reinsetzen, wenn er wirklich den Account hier hätte. Ne, kann er aber natürlich auch sein, extra deswegen nicht. Ne, aber da will man natürlich auch nicht zu viel rumspekulieren, bringt auch alles am Ende des Tages nichts. Ne. Wir genießen hier weiter unseren Playstyle, sag ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr, wenn dann die Serverfusionen dann stattfinden auf F9 und was wir da so reißen werden mit dem Server. Und das soll es erstmal soweit von mir aus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch ein super schönes Weihnachtsfest. Den letzten Feiertag genießt ihn noch. Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.